Ja, herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde, liebe Gäste und Freunde von Cargotec. Wir haben heute Morgen hier zwei Jaguar. Und zwar einmal ein Jaguar XK 140 Roadster aus dem Baujahr 1956. Roadster heißt er deshalb, weil das Verdeck hier hinter den Sitzen verschwindet. Das ist der Unterschied zum Cabriolet. Da fliegt das Verdeck auf der Karosserie oben auf und ist gefüttert. Dieser ist ein XK 150 Cabrio, den bringen wir danach. Der ist ein Cabriolet, da zeige ich euch dann auch ganz genau den Unterschied. Haben wir also jetzt im Doppelpack hier die beiden Autos, kann man aber trotzdem auch einzeln erwerben. Ja, XK 140, Auto hat einen C-Kopf, der Wagen ist im Jahr 2012 restauriert worden. Wir haben eine Akte. Man sieht, dass das sehr, sehr gut gemacht ist. Wenn ich mir hier den Chrom angucke an den Scheiben, die hier gerne pickelig oder holperig sind, der ist erstklassig im Zustand. Scheibenwischer super gemacht, eine ganz edle, feine Lackierung in dunkelgrün. Ist ja eigentlich die Farbe für Jaguar überhaupt, dunkelgrün. Dann hat er einen C-Kopf, hat aber in der Restaurierung, der alte Motor war nicht mehr zu retten, der ist kaputt. Leider hat man ihn auch nicht aufgehoben, was ein bisschen schade ist, weil Matching damals ist ja manchmal wichtig. Er hat eine verbesserte Maschine vom Modell 340 aus dem Baujahr 1966 ungefähr, die restauriert ist. Er hat auch Viergang mit Overdrive, das heißt, lässt sich sehr kommod fahren. Und das ganze Auto hat knapp 200 PS. Also ein Wagen läuft über 200 Stundenkilometer. Und wenn man sich überlegt, was so ein restauriertes Auto heute kostet, dafür bekommt es zum Thema Oldtimer sehr, sehr viel Klassik fürs Geld. Ja, es gibt ein Gutachten über das Auto, was den guten Zustand bestätigt. Das kann man hier auch gucken, wenn man hier hinten reinschaut. Ins Interieur, schaut euch mal die Fahrerkabine an, die Sitze. Ist ein reiner Zweisitzer, ist toll aufgepolstert. Das ist hier hochwertig gemacht. Wunderschönes Leder zu dem dunkelgrün und dann dieses Schlammgrün. Ich weiß nicht genau, wie die Farbe heißt, die gab es aber bei Jaguar. Klasse gemacht, hat einen 240 Kilometer Tacho. Schaut euch das mal an. Armaturenbrett auch wunderschön beschlagen bei dem Auto. Hat schönes Velour, Teppichboden. Diese Ware ist damals auch verarbeitet worden. Es ist aber natürlich alles vor circa 10 Jahren restauriert worden. Man sieht auch hier vorne, das ist ein Tripmaster Rally Counter. Der Mann ist im Einsatz gewesen mit dem Auto. Also ihr könnt da bei allen Veranstaltungen mit teilnehmen, seid vorne dabei, weil der Wagen hat absolut Power. Übrigens, ab und zu könnt ihr mal ein Flugzeug hier im Hintergrund sehen. Wenn der Wind schlecht steht, dann, wir haben ja hier vorne direkt einen Flughafen, dann landen die hier direkt vor unserer Nase. Deswegen brummt das hier ab und zu. Ja, Wagen hat Chromspeichenfelgen, könnt ihr hier vorne sehen. Auch die C-Ausfassung hier vorne, die Flügeln mit Speichen. Speichenfelgen müssen wir noch mal richtig aufarbeiten. Das ist hier jetzt im Moment nicht passiert. Nur wir haben gedacht, vor Weihnachten, wir zeigen euch dieses tolle Auto. Übrigens, die Karosserie, wie die sitzt, ist wirklich toll. Das ist bemerkenswert. Schaut euch das mal an. Also selbst bei Auslieferung, das sind immer die Probleme gewesen beim Jaguar XK. Auch hier vorne, das ist toll, eine ganz, ganz tolle Spenglerarbeit. Also üblich ist das so nicht immer. Ich habe schon viele Autos gesehen, die dann krumm und schief fahren. Der ist wirklich toll verarbeitet. Ja, also ich lese euch das kurz nochmal vor. Er hat Zusatzscheinwerfer vorne, ist die SE-Ausstattung. Chromstoßfänger auch SE-Ausstattung. Jaguar Speichenfelgen, Sportsitzer, das habe ich euch eben gezeigt. Elektrischen Zusatzlüfter, VA, Abgasanlage, Sicherheitsgurte, Außenspiegel links und rechts. Ja, und das Schöne, das ist alles dokumentiert. Also das ist wirklich ein Driver. Das Auto ist relativ mit modernen Details ausgestattet, sodass das Auto wirklich zu fahren ist. So, ich mache euch jetzt mal vorne die Haube auf. Ich zeige euch mal, wie die Maschine aussieht. Übrigens, schaut mal auch hier vorne, nicht, bevor ich die Haube aufziehe. Top-Restaurierungsstand. Die sind oft gerne verpickelt. Das ist alles in einem super Zustand. Schaut mal hier auch, wie das sitzt. Da ist die gefährliche Stelle beim XK, da rosten sie gerne. Hier oben hat er gar nichts. Also die Karosseriearbeit und die Lackarbeit ist wirklich gut gemacht. Und vor allen Dingen, wenn man denkt, dass das bereits 10 Jahre her ist. Ihr würdet ja so gerne fahren mit euch. Bei mir macht das auch mal einen Riesenspaß. Gerade ein XK mit 200 PS, der hat ja richtig Brause. Würde ich gerne fahren. Und Paul, vielleicht zeigst du mal draußen, was wir hier für ein Wetter haben. Salz auf den Straßen, weiß gefroren, minus 4 Grad. Geht nicht. Und die roten Nummern, die fehlen uns immer noch. Ich hoffe, dass die Behörde jetzt endlich mal Gas gibt, dass wir die auch bekommen. Ja, hier ist die Jaguar-Maschine. Man sieht, dass es restauriert ist, sieht man in den ganzen Details. Auto ist auch immer gut gewartet und gepflegt worden. Also optisch sieht er aus wie ein XK-Motor, aber wie gesagt, es ist eine etwas spätere Maschine aus dem Jahr 66. Hat den Vorteil, ist ein bisschen moderner, ist noch ein bisschen zuverlässiger. Und ja, also soviel zu dem XK.
im Interieur, im Innenraum. Das heißt, es war jetzt in dem Fall der Motorraum. Heute Morgen ist irgendwie wirklich nicht mein Tag. Übrigens da die beiden Vergaser, könnt ihr sehen. Hat 2 Vergaser, so eine Maschine. Läuft toll, hat einen tollen Sound, der Wagen, hat richtig Kraft. Also mehr Oldtimer braucht eigentlich kein Mensch. Und so ein Auto liegt bei 168.000 €, so wie er da steht, hier bei uns in Hamburg zu besichtigen, in unserem neuen Showroom Weg beim Jäger. Ja, und jetzt ist halt eben der Punkt, das ist ein 140er. Ich will noch mal ganz kurz gucken, ob ich vielleicht irgendwas vergessen habe. So, außer meinem Handy, was nicht wichtig ist. Also, er hat, falsche Seite, das habe ich schon gesagt, Baujahr 1956, ist erst nach New York gegangen, ist dann zurückgekommen und ist dann hier restauriert worden. Es gibt ein TÜV-Gutachten von 2013, das bestätigt dem Auto einen hervorragenden Zustand. So, und seitdem wurde der Wagen ausschließlich zu Veranstaltungen gefahren, hat immer vordere Plätze gemacht. Das sieht man auch, der ist wirklich gut gepflegt, der Wagen, also tolle Karosserie, gute Technik. Schönes Auto und was ich toll finde, Farbkombination ist ganz, ganz edel. Das Dach machen wir euch jetzt nicht rauf, das ist ein bisschen gefummelt, das liegt dahinter, könnt ihr aber sehen. Da hat der Service noch nicht ganz seine Arbeit gemacht, aber das ist so dem geschuldet, dass wir, wie gesagt, durch den zweiten Betriebsaufbau, wir haben ja 2 Betriebe in Rosenheim und hier den Betrieb jetzt in Hamburg, also wir suchen ja auch noch Kollegen dafür, für den Service, für die Technik. Also wenn ihr da jemanden kennt oder Lust habt, hier im tollen Team zu arbeiten, wir haben hier wirklich einen super schönen Laden, ca. 2000 Quadratmeter. Ihr könnt das sehen, dass sich das langsam füllt hier mit wirklich hervorragenden Autos. Ruft mich gerne an. Neue Telefonnummer haben wir auch noch vor Weihnachten oder spätestens Silvester hat man uns zugesagt. Jetzt kommt auch noch Corona, mein Gott. Aber das wird sich sicherlich alles kurzfristig regeln. Ja, also so viel zum XK140, den wir hier stehen haben. Paul zeigt dann nachher noch ein paar schöne Details, wo man sehen kann, dass es wirklich sich auch in einem tollen Zustand befindet. Das ist ein sehr, sehr gepflegter Jaguar. Schaut mal, hier ist der Kofferraum. Da ist die Abdeckplane, das ist ja eine Persenning, damit es nicht reinregnet. Das ist ja für einen Roadster ist das ja gemacht. Auch hier hinten astreine Arbeit, alles ganz, ganz gepflegt, ganz, ganz sauber. Also wirklich ein schöner Wagen, kann man nicht anders sagen. Ist alles perfekt gemacht hier. Der Chrom ist in einem fantastischen Zustand. Wirklich ein tolles Auto. Ja. Es ging ja damals los mit dem Jaguar XK 120, das ist der Vorgänger von ihm. Den gab es ab 1950, haben wir einen in Rosenheim stehen. Dann gab es den XK 140, das ist er hier, in dem Fall als Roadster. Ein grünes Cabrio haben wir gerade verkauft, das habt ihr vielleicht gesehen im Film. Und der Nachfolger vom XK 140 ist dann der XK 150 gewesen, den wir euch hier mal zeigen können. Und dieser hier ist aus dem Baujahr 1960, übrigens mein Baujahr, ist mir deswegen besonders sympathisch. Auch der Wagen ist restauriert. Ich sag mal, die Güte der Qualität liegt hier ein bisschen unten drunter bei dem Auto. Also der ist, wenn man das mit Noten bezeichnen kann, fast eine Note besser, der Grüne. Auch ein schönes Auto, hat eine 3,8 Liter Maschine. Das ist ja dann der letzte XK gewesen, den man gebaut hat. Den XK 150, da war es 1961 vorbei. Der hat eine 3,8 Liter Maschine mit 220 PS, also die Autos haben richtig viel geleistet damals, der ist richtig losgegangen. Muss ich mal kurz gucken, ob das, ja 220 PS, der war in 8 Sekunden auf 100, sind davon 560 Autos gebaut worden und er hat den großen Vorteil, dass innen, das Interieur, der Raum, den man zur Verfügung hat, ist einfach größer. Also man hat damit sehr viel mehr Platz in dem Wagen, schaut da mal rein. Aber es gibt einige Leute, die sagen, der 150er ist nicht mehr meine Welt. Er hat nicht mehr diese schöne getoppelte Scheibe hier vorne, die ist ja hier durch den Steg in der Mitte getrennt. Das hat er nicht mehr. Es ist wirklich eine andere Form. Natürlich auch noch ein toller Oldtimer, hat einen riesen Dampf und hat hinten, schaut mal hier, da sind 2 Plätze. Da könnten notfalls noch 2 Kinder mit reinkommen oder gutes Gepäck. Dieser Platz ist beim 140er nicht der Fall. Auto ist alles ein bisschen moderner. Ist auch ein US-Fahrzeug, hat hier in dem Fall ein Meilentacho bis 140. Also die Autos sind auch einiges über 200 Stundenkilometer schnell gewesen. Und wie gesagt, der ist aus dem Baujahr 1961, dieser Wagen. Also heißen tut der XK 150 3,8 DHC Drophead Coupé heißt das, DHC. Cabriolet, da liegt das Verdeck hinten auf der Karosserie auf. Und wenn er hier guckt, ich meine, das ist auch alles restauriert, kann ich sehen, ist auch schon mal neu verchromt. Aber da hinten, der Chrom, der ist fast neuwertig.
Und er ist so ein bisschen wellig und so, ich meine, das kann man lassen. Also wenn es einem nur darauf ankommt, einen guten Oldtimer zu haben, der gut läuft, das tut er auch. Schöner Wagen und er ist übrigens in den 2000er Jahren aus Florida zurückgekommen dann. Ist im Sunshine State unterwegs, oder Florida oder ist das Kalifornien, weiß ich jetzt gar nicht, wo sagt man. Florida gefahren und ist dann hier restauriert worden. Aber man muss sagen, also es ist keine Einzelrestaurierung oder so. Das Spaltmaß geht durch, aber es ist nicht ganz perfekt. Das könnt ihr hier sehen. Das ist aber ein Problem, was fast alle Jaguar haben. Die Lackierung ist recht gut, aber sie ist auch nicht perfekt. Das Auto ist aber auch günstiger, kostet 120.000 €. Das ist ein Auto zum Fahren, reinsetzen, losfahren, Spaß haben. Und dafür, also ein 150er Cabrio für das Geld zu haben, was insgesamt in Ordnung ist echt okay. Also kann man nichts zu sagen. Jetzt muss ich mal gucken. Auto ist links gelenkt und hat ein Automatikgetriebe. Läuft sehr, sehr gut und hat ein Gutachten mit Note 2 aus 2010, aber das ist wie gesagt 10 Jahre her. Es gibt übrigens das Jaguar Heritage Zertifikat zu dem Auto. Das könnt ihr immer bestellen zu jedem Jaguar. Da steht dann drin, wie der Wagen mal ausgeliefert wurde. Hat er Matching Numbers? Hat er hier eigentlich Matching Numbers? Hat er nicht. Also da ist die Maschine auch mal kaputt gegangen. Gut, Jaguar-Maschinen gehen öfter mal kaputt. Die tropfen auch immer mal ein bisschen Öl. Also wer einen Jaguar fährt, der muss das einfach wissen. Und ich rate nie, so einen Wagen Vollgas zu fahren, weil der könnte nämlich jeden Motor knicken. Also Jaguar muss ein feines Händchen haben, muss sorgfältig gefahren werden, aber dann habt ihr ein tolles Auto mit einem Riesenspaß daran. Und das ist so ein 150er. Gutes Auto, schön zum Fahren. Ich zeige euch jetzt vorne noch mal den Motorraum, wie der aussieht. So, jetzt habe ich, eben habe ich mir richtig wehgetan da beim Einsteigen. Ich hoffe, nee, jetzt nicht. Hier hat man richtig Platz, wenn man sich reinsetzt. Da. Der ist leicht nach rechts verzogen. Ich muss immer so ein bisschen gucken, weil wirklich bei jedem unserer Autos sind die ganzen Mechanismen anders. Aber das hat sich ja bis heute kaum verändert. So, der Startmechanismus ist unten drunter. Starthaube öffnen. Ja. Ja, hier kann man so ein bisschen sehen, das ist also wirklich ein Gebrauchsoldtimer. Der ist leider im Motorraum auch noch nicht aufgearbeitet worden. Aber ihr seht, der hat da so ein bisschen Rostansatz, das ist der Kühler. Sowas kann perfekter sein, hat auch Doppelvergaser und ja, ist auch eine XK-Maschine, wie man sie kennt von der Optik. Hat oben links das Original, die Fahrgestellnummern auf dem Originalplättchen. Autos sind ja in der Regel alle in Coventry gebaut worden in England. Also das ist ein guter Gebrauchsoldtimer, den man gut fahren kann. Aber auch das ist ein Auto, sage ich mal, nicht teuer in der Anschaffung, wie ich meine. Aber es kann jederzeit mal irgendwas passieren. Also ihr müsst, wenn ihr euch so einen Wagen kauft, immer 10.000, 15.000 in der Tasche haben. Da kann was kaputt gehen. Im Moment läuft er gut, aber es kann sein, dass er da hinten an der Ampel steht und es ist Schicht. Das ist leider so beim alten Auto. Das muss jeder wissen. Ich sage das ja auch immer unseren Kunden, deswegen haben wir da auch in der Regel keinen Ärger. Man muss es halt wissen. Wer sich einen Oldtimer kauft, der Wagen ist nicht perfekt neu. Die Autos sind 60 Jahre aus der Herstellerhaftung, aber man hat einen Riesenspaß. Und eins steht fest, das Investment, was man da reinsteckt, ist relativ sicher. Also da kenne ich ganz andere Leute, die ganz viel Geld verloren haben irgendwo. Kauft euch einen Neuwagen, ist nach einem Jahr die Hälfte weg. Das passiert hier nicht. Ein 150er, da gibt es Fans für, die sagen, wir wollen einen tollen Oldtimer haben, wir wollen Spaß damit haben und da ist das genau das richtige Auto. Ja, das ist hier die Akte zu unserem Jaguar, was ich sehr, sehr schön finde und was ziemlich selten ist. Das ist die Originalbetriebsanleitung. Operating, Maintenance and Service Book, das hat der Wagen, wo der genau erklärt wird, wenn man dann sieht, wie die ganz genau original früher ausgesehen haben. Die hatten ja teilweise sogar Spats an den Seiten. Also das ist das Originale, das ist vorhanden, wo zumindest genau drin steht, um was es geht bei dem Auto. Dann haben wir hier das Heritage-Gutachten. Er ist als 3.8 1960 ausgeliefert worden. Da steht der Number not quoted by engines. Ich meine, das ist natürlich auch wenig hilfreich. Ja. Also gut, das ist jetzt ein Gutachten, da weiß ich nicht genau, welchen Zweck das erfüllt, aber egal. Aus dem Jahr 2014. Da oben ist die Zertifikatsnummer. Ja, was soll sowas? Also Chassisnummer steht hier mit dem S davor. SE-Ausstattung. Hat die SE-Ausstattung. Es gab übrigens damals einen 3,8 S, der war sehr wertvoll. Da sind, ich glaube, nur 30 oder 40 Autos von gebaut worden. Die kosten sehr viel Geld, mehrere 100.000 € heute. Das sind Raritäten, die haben aber dann noch eine stärkere Maschine. First Owner, das Auto ist mal nach Houston, Texas gegangen, kann man hier sehen.
Tja, dann haben wir hier eine Bewertungsurkunde vom TÜV Nord, die ist ziemlich umfangreich, aus dem Jahr 2010. Ja, was ist hier noch? Hier sind Bilder von der Restaurierung, hier kann man sehen, was dran gemacht wurde. Ist aber auch nicht übermäßig umfangreich, da ist er mal beige gewesen in weiß. Wie ist er denn ausgeliefert worden? Weiß man auch nicht, ne? Ach, Black Red. Also er war mal schwarz in Rot. Also hier was mit Matching ist ja nicht bei dem Auto, müsst ihr wissen. Deswegen kostet er auch keine 160.000, 170.000 Euro, sondern ist entsprechend günstiger. Es ist halt für jemanden, der sagt, ich will einen guten 100er investieren, Spaß haben. Gibt aber auch eine Menge Rechnungen hier dabei, was alles gemacht wurde an dem Auto die letzten Jahre. Also Geld ist da reingeflossen. Ja, das ist es soweit erstmal. Unser letzter Film vor Weihnachten jetzt. Ich fahre dann wieder nach Bayern, da haben wir zwischen den Jahren mindestens 6 Autos zu filmen, da ist nämlich sehr viel gekommen. Das wird dann nochmal spannend, ich hoffe, das Wetter macht mit. Ja, jetzt wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest. Ihr habt unsere beiden schönen XKs gesehen, die wir jetzt in Hamburg stehen haben. Sicherlich interessante Fahrzeuge, Autos, die schön laufen, die gut laufen, sind aber Oldtimer, klar, sind 60 Jahre alt und machen aber sehr viel Spaß. Ja, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Stefan Lufschitz, schöne Weihnachten und dann bis dann und tschüss.